Also, Pascal, herzlichen Dank, dass wir heute dieses Interview mit dir führen dürfen. Ich habe mir den Spaß gemacht, mal auf ChatGPT zu schauen, nennen mir die wichtigsten Mama-MR-Forscher der Welt. Das ist dann eine ganz kurze Liste, bist du natürlich mit drauf. Ähm, Wir haben aber heute dieses Interview für eine Audience, für ein Zielpublikum, das überwiegend keine medizinischen Experten sind. Das ist immer ein bisschen so seltsam, sitzen zwei Männer und reden über Brustgesundheit. Vielleicht kannst du einen kurzen Einblick mal geben, wer du bist an unsere zukünftigen Kunden und Patienten und was du so machst. Ja, hervorragend. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Pascal Balzer. Ich bin Radiologe. Ich habe tatsächlich mehr auf einem umständlichen Pfad über meine Doktorarbeit bin ich an die Mama-Bildgebung gekommen. Wollte das eigentlich nie machen. Es war eigentlich tatsächlich die Wahl, entweder nicht zu promovieren auf dem Gebiet der Radiologie oder Mama-Bildgebung zu machen. Und deswegen kam die Mama-MRT, weil tatsächlich Werner Kaiser, der quasi Erfinder der Methode Mama-MRT, der hat selbst die erste Schule zusammengebaut, der hat mir quasi Mama-MRT beigebracht und so bin ich da hingekommen. Sehr faszinierend. Mittlerweile Mama MRT und wir sagen, also wir hatten ja auch schon das Glück oder die Gelegenheit, ich hatte das Glück, mit dir mal zusammenzuarbeiten. Mittlerweile muss man sagen, ist Mama MRT oder MRI, wie es in der Schweiz heißt, also auf jeden Fall Magnetresonanztomographie für die Untersuchung der weiblichen Brust ein etabliertes Verfahren in der klinischen Diagnostik. Kannst du vielleicht Leuten, die sich nicht so gut auskennen in dem Bereich, erklären, wie das ungefähr stattfindet, was da passiert und vielleicht auch so ein bisschen Vergleich geben, also warum gibt es Brustgesundheit generell, wieso hat das mit Radiologie zu tun und warum ist das so wichtig, Brustgesundheit? Das ist ein extrem guter Punkt, natürlich weit gefasst. Also was wir in der Radiologie breit tun, ist Sekundärprävention, also Screening, Früherkennung, der Versuchung, Brustkrebs zu erkennen, bevor eben eine wirkliche Erkrankung ist. Und das ist eigentlich eines der großen Siegeszüge der Radiologie, war die Mammographie-Einführung, also Röntgenmammographie. Man macht ein Röntgenbild, man macht dann einfach das Bild, kann eben schauen, ist da eine Verdichtung, und Verdichtung kann ja Brustkrebs sein. Und ja, da hat man gefunden, möglicherweise in einem Stadium, wo er noch nicht metastasiert, wo er noch nicht die Patientin in ihrem Leben bedroht. Und natürlich auch, das wird weniger mal diskutiert, wo er weniger zu verstümmelnden Operationen führt, weil tatsächlich muss man einen kleinen Brustkrebs, kann man wirklich so operieren, dass selbst der Experte, die Expertin das kaum sieht, dass dort eine Operation stattgefunden hat. Die Magnetresonanztomographie hat einen Vorteil, den die Röntgenmammographie nicht hat, denn er hat herausgefunden, die Röntgenmammographie ist nicht immer gleich gut, denn leider ist genetisch bedingt, haben manche Frauen einfach viel Brustdrüsengewebe und manche wenig. Das hat nichts mit der Größe, der Konsistenz oder sonst etwas der Brust zu tun, sondern es ist tatsächlich unter der Haut und eigentlich nicht wirklich sichtbar, nur eben im Röntgen. Und im Röntgen ist das dann weiß, der Tumor ist auch weiß. Und wir suchen quasi, man sagt so schön, den weißen Hasen im Schnee. Und das ist schwierig. Und das sind mindestens 40-50% der Bevölkerung, die eben diese Kondition haben, wo diese tolle Röntgenmammographie, ein Bild, ein Blickwinkel, ich kann einmal drauf schauen, ich sehe einen Tumor oder nicht, wo das einfach immer nicht funktioniert. Und da kommt dann die Magnetresonanztomographie ins Spiel. Die arbeitet ganz strahlungsfrei, also mit Magnetfeldern. Und die Patientin wird in ein starkes Magnetfeld gelegt. Durch Radioimpulse wird quasi das Gewebe angeregt, mit Antennen mit dann ein Signal auf. Und dieses Signal wird dann, Computertechnik, Nerd-Stuff, wird dann so berechnet, dass man schöne Bilder hat. Und die sind überlagerungsfrei, dreidimensional. Und man spritzt in die Vene ein Kontrastmittel. Und dieses Kontrastmittel führt dazu, dass Blut weiß wird. Und in den dunklen Gewebe kann ich dann quasi die Durchblutung sehen. Und somit Brustkrebs nicht in der Röntgenmammographie eben, naja, weil ich es vielleicht um den Zentimeter finde, sondern tatsächlich aber in der Größe von 2-3 Millimeter schon nachweisen. Und ein großer Vorteil. Sehr spannend. Jetzt wissen wir beide, unterschiedliche Methoden haben unterschiedliche Genauigkeit, also Sensitivität, wie genau oder wie häufig detektiert man überhaupt etwas, wie gut ist man darin, Veränderungen herauszufischen und Spezifität, wie genau, wie sicher sind wir und sind das, was wir rausfischen, auch was Böses ist oder was Gutes ist. Da gibt es ja große Unterschiede zwischen verschiedenen Methoden wie Mammographie, Ultraschall, CT mittlerweile, MRI. Wo bewegen sich da momentan die verschiedenen Methoden? Das ist ein guter Punkt. Die Mammographie erst einmal, die darf man wirklich nicht herabstufen. Das ist ein extrem exzellentes Verfahren, vor allem auch als einfach anwendbar ist. Und wenn Ihnen die Brust nicht dicht ist, wenn die Brust wie tatsächlich bei 50%, manchen Bevölkerung 60%, relativ wenig dicht ist, da bewegen wir uns nah bei 100%, also 90%, 100% von Tumornachweisrate. Das heißt super Verfahren. 10 von 10 Tumoren oder 9 von 10 Tumoren werden tatsächlich gefunden. Das Ganze sinkt ab bis auf
möglicherweise nur 5 von 10 Tumoren, vielleicht sogar unter 5 von 10 Tumoren, weil die Brust dicht ist. Das ist also ein Problem. Das heißt quasi, ich kann aber, das ist das Gute wieder daran, ich kann an der Mammographie sehen, ist die leicht zu beurteilen, reicht die, oder ist sie schwer zu beurteilen, reicht sie nicht. Und da kommt dann die MRT ins Spiel. Die MRT ist davon vollkommen unabhängig. Der MRT hat tatsächlich eine Genauigkeit, das gibt wirklich Metadaten auf Level of Evidence Grad 1, 99,9% Sensitivität. Es gibt niemals 100%, das gibt es nicht. Selbst wenn man da jetzt etwas kritisch runtergeht, die MRT entdeckt verlässlich, würde ich sagen. Ich kann jetzt nicht sagen 9 bis 10 von 10 Tumore, eher so 19 von 20 Tumore. Ich glaube, das ist relativ realistisch. Da kommt aber der Punkt dann noch der Spezifität. Spezifität wäre quasi, oh Gott, falscher Alarm. Und falscher Alarm, das wurde jahrelang, so ein bisschen so ein Turf-Battle natürlich, weil quasi die Mammographie-Leute, die diese Mammographie eingeführt haben, haben gesagt, okay, wir wollen jetzt die gute Mammographie haben und die Mammographie soll jetzt uns nicht durch irgendwelche neuen Verfahren beschädigt werden. Und darum hieß es lange Zeit, und ich glaube, jetzt werden viele, auch wenn sie heute noch googeln, wenn sie nachschauen, finden, dass die MRT angeblich eine niedrige Spezifität hätte, das heißt mehr Fehlalarme macht. Und das stimmt tatsächlich nicht. Das ist wissenschaftlich mittlerweile erwiesen, das stimmt nicht. Tatsächlich gibt es eine große Multicenter-Studie aus Holland von vor 3 Jahren, die tatsächlich nachgewiesen hat, dass 50% aller Screening-Recalls, also alles, was in der normalen Mammographie gesagt wird, oh mein Gott, hier ist falscher Alarm, dass man sofort mit der MRT sagen kann, sie brauchen gar nichts. Und das ist tatsächlich genau die Anwendung, die wir zum Beispiel in Österreich haben, dieses Problem-Solving. Wir schauen einfach, das ist irgendetwas auffällig, wir machen die MRT und am Schluss ist nichts, Problem gelöst. Ohne Nadeln, ohne lange Verlaufskontrollen, einfach nur mit einem Test. Ja, sehr interessant. Alles am Ende des Tages trotzdem sehr emotionales Thema, sehr heikles Thema. Du hast schon angesprochen, Dinge, die man herausfindet, falscher Alarm. Und es ist auch kurz durchgekommen, wir befinden uns hier jetzt gerade in Wien, in Österreich. Die Brustgesundheit ist ja in den verschiedensten Ländern unterschiedlich organisiert, teils durch staatliche sogenannte Screening-Programme, teils auch nicht, oder? Ein Großteil unserer Kunden sind Kunden aus der Schweiz, das ist das Ganze gar nicht oder teils kantonal geregelt. Jetzt ist der Punkt, wenn du sagst, die Mama-MRT hat hier bewiesen, dass es auf die Spezifität hier auch verbessern konnte. Der Standard-Workflow bei solchem falschen Alarm bis vor kurzem oder häufigerer, routinemäßigerer Einsatz der MRT war ja zumindest so, wie ich das noch gelernt habe, ist auch noch nicht so viele Jahre her im Studium, dass man gesagt hat, Mammographie bei Unklarheiten manchmal ergänzend wegen Dichte, Ultraschall und verhältnismäßig, also aus meiner Expertise raus, in den Fällen, wo wir Ultraschall basiert und Mammographie basiert, dann sagen, wir haben etwas, was wir nicht wissen, kommt das zu einer Biopsie, also zu einer Probeentnahme. Wenn unsere Angst groß genug ist oder unsere Wahrscheinlichkeitsrechnungen groß genug sind, dass das etwas sein könnte, oder? Meine Frage wäre erstens mal, wie groß muss normalerweise die Prozentsatz oder die Wahrscheinlichkeit sein, dass hier etwas bösartig sein könnte, um eine Biopsie auszulösen, zu triggern? Und ist die MRT zum Beispiel so zu sehen, dass sie dadurch mehr oder weniger Biopsien macht? Oder wie können sich das Kunden vorstellen? Das ist wirklich eine komplexe Frage, aber dröseln wir es ein bisschen auf. Was wir haben, ist das sogenannte BI-RADS oder BI-RADS, Breast Imaging Reporting and Data System. Und da gibt es eine Klassifikation, das kann jede Patientin in ihrem Befund sehen. Also der Befund ist nicht, hat das eine Auffälligkeit, sondern der Befund beinhaltet auch gleich die Wahrscheinlichkeit für etwas. Und tatsächlich gibt es BI-RADS 1 bis 5. 5 ist quasi ein Karzinom, wie ein Brustkrebs, so wie er im Lehrbuch ist. Also wir können quasi zu 100% sicher sein, das ist einer. 4 ist ein auffälliger Befund. 3 wäre ein mutmaßlich gutartiger Befund, 2 ein gutartiger Befund, 1 ein Normalbefund. Und diese Grenze, ab der man eine Biopsie triggert, ist quasi von 3 auf 4, also ab 4, und das ist über 2% Wahrscheinlichkeit. Das heißt, das ist erstmal ja sehr wenig, einer von 50, das ist nicht viel. Und viele BRAF4-Befunde im Allgemeinen bewegen wir uns, wenn man auch so die Biopsieraten sieht, was biopsiert wird, dass ungefähr, wenn ein Alarm ist, dann ist der meist nur in einem von 5, maximal in einem von 4 Fällen, ist das dann wirklich auch ein Brustkrebs. Es sei denn, im Befund steht BRAF 5, dann muss man leider davon ausgehen, es ist halt eben schon ein Brustkrebs. Hat man häufiger BRAF 5 Befunde oder BRAF 4 Befunde? Eigentlich heutzutage mit der Früherkennung, also wenn Früherkennung gemacht wird, wenn wirklich Vorsorgeuntersuchungen gemacht werden, eher BRAF 4 Befunde, muss man sagen. Also das ist mindestens, es gibt verschiedene Audit-Daten, 2- bis 3-fach höher als die Zahl von BRAF 4 im Vergleich zu 5. Das hieße, dass in dem
zumindest einem signifikanten Anteil an Fällen, wo man nicht genau weiß, geht das in Richtung bösartig, dann die Wahrscheinlichkeit eigentlich höher ist, dass man eine Biopsie macht und das dann aber gutartig ist. Ja. Lassen sich solche Fälle mit MRT verhindern? Ja, absolut. Es gibt natürlich, es ist eben eine Bandbreite, weil BRAF 5 ist ein eindeutiger Brustkrebs. Es gibt schon BRAF 4. Dieses BRAF 4 wird auch eigentlich im Screening, wird in Europa nicht überall so angewandt. Kann man es graduieren in A, B, C, also 4a gering verdächtig, 4b verdächtig, BRAF 4c hochgradig verdächtig. Ist ja noch kein Brustkrebs. Insbesondere bei diesen niedrig bis mäßig verdächtigen Befunden, also 4a, kann man das eben ausschließen. Und wo die MRT auch besonders hilfreich ist, wenn es wahrscheinlich dichtes, unübersichtliches Gewebe ist, dann kann es ja sein, dass ich mehrere Befunde habe. Das heißt also, der Radiologe, die Radiologin müsste jetzt quasi bildgezielt in mehrere Stellen hineinstechen, jedes Mal mit Betäubung und einem Stich. Das dauert natürlich und ist auch sehr aufwendig. Und möglicherweise kann man sogar daneben stechen, was ja eine Nadel ist, ein menschliches Verhalten. Das heißt, gerade auch in solchen Fällen, und die sind gar nicht so selten, das ist aus meiner Erfahrung, ehrlich gesagt, fast jeder zweite Fall, muss man sagen, in der echten Praxis. Da ist natürlich die MRT mit einem Blick, kann man sagen, ist nichts. Und es ist halt eben in vielen Fällen ist es nichts. Und wenn da etwas ist, kann man sagen, es waren 3-mal ein Alarm, aber an der einen Stelle, da ist wirklich etwas. Kommen wir ein bisschen zurück. Wir haben momentan Brustgesundheitsmonat oder Breast Cancer Awareness Monat. Wir nehmen dieses Interview im Oktober auf. Du hast vorher von Dichte gesprochen. Dichte als größten Faktor oder als einen der wichtigsten Faktoren neben Genetik und anderen, die ein bisschen vorhersagen, wie hoch das Risiko ist, an Brustkrebs zu erkranken über eine Lebenszeit. Dichte, haben wir schon gesagt, ist etwas, was wir von außen jetzt nicht so gut irgendwie ertasten könnten, auch wenn man das immer wieder mal hört, oder das können wir, glaube ich, Aber nicht, ja. demystifizieren, dass wir nicht sagen können, eine Brust, die sich fester anfühlt, hat automatisch. Absolut nicht, ja. Das ist auch definitiv nicht. Also das heißt, wir brauchen weiterhin nach der Evidenz, die wir haben, radiologische Bildgebung, um die Dichte genau zu beurteilen. Ja. Ein Punkt, der mit Dichte ja schon sehr stark korreliert, ist das Alter, oder? Kann man, glaube ich, so sagen. Was ist so deine Erfahrung? Welche Rolle spielt das Alter hinsichtlich Dichte? Also quasi, wenn ich ab einem gewissen Alter irgendwie Dichte abbaue, habe ich dann weniger Risiko, an Brustkrebs zu erkranken? Und wie kann sich das jemand vorstellen? Auch das ist natürlich ein relativ komplexes Thema. Dichte ist eben tatsächlich genetisch determiniert. Wir können es auf gar keinen Fall, kann man das ertasten, sehen, wie der Größe, Form, Konsistenz der Brust sagt überhaupt nichts über die Dichte aus. Man muss sagen, es gibt Frauen, die haben eine sehr dichte Brust, das ist quasi alles unter der Hautbrustdrüsengewebe. Das nennen wir noch dem American College of Radiology, gibt es 4 Graduierungen D, also gerade D, extrem dichte Brust. Und die haben meistens eigentlich bis 90 oder 100 Jahre eine dichte Brust, da ändert sich eigentlich gar nichts. Es gibt aber die Frauen, das ist schon wieder häufiger, die gemischtdichte Brust haben, Grad B, also mäßig dicht, oder C, doch ziemlich dicht. Und bei denen gibt es natürlich verschiedene Faktoren, also hormonelle Exposition, also Hormonannahme natürlich auch Schwangerschaft, Stillzeit, zum Beispiel Stillen, führt dazu, dass die Brustdrüse weniger wird. Das sind alles Faktoren auch mit dem Alter, wo das Brustdichte abnimmt, aber auch das ist natürlich sehr unterschiedlich. Meist natürlich ab dem Wechsel, ja, ist logisch, dass es dann irgendwie abnimmt, aber es ist ein gradueller Vorgang, es ist nicht so ein Cut, dass es plötzlich kommt. Das heißt, auch das weiß man natürlich nicht, wie schnell das geht, aber im Allgemeinen nach dem Wechsel kann die Dichte deutlich abnehmen, ja. Wenn wir jetzt Fälle haben mit höherer Dichte, und wir sprechen hier eben, du hast schon gesagt, Hormone, insbesondere vor und nach den Wechseljahren, dieser Verlauf, da müssen wir auch den Punkt ansprechen, dass wir nicht aufgrund unserer Daten, sondern aufgrund großer Meta-Analysen gesehen haben, irgendwie hoppla, in den letzten 10 Jahren gibt es ein paar Tumorarten, wo die Ersterkrankung, das Alter zum Zeitpunkt der Ersterkrankung irgendwie jünger geworden ist. Wie ist das bei dem Brustkrebs der Fall? Das ist immer schwierig, wenn man die da anschaut, dass der generelle Trend, das wird auch mehrfach sehr ein bisschen Populärmedien gegangen, ist tatsächlich, sei es aufgrund von verstärkter hormoneller Exposition, ich nehme uns einen Medizinerausdruck, also verstärkter Hormonannahme, sei es durch Verhütungsmittel zum Beispiel, sei es durch Hormonersatztherapie, die war eigentlich in den letzten Jahren eher wieder, die nimmt ein bisschen wieder zu, wurde nicht gegeben, also ein Wechsel zur Linderung von Wechselbeschwerden. Sei es auch beruflicher oder zivilisatorischer Stress ist, Fakt ist tatsächlich, dass wir jüngere Patientinnen regelmäßig mit Brustkrebs haben. Also Brustkrebs ist nicht mehr klassische Früherkennungsprogramme, beispielsweise in Deutschland, ziehen ja auf Frauen 50 bis 70. Das, was
in zweierlei Maß eigentlich seltsam ist, weil ja, leider mit 50 haben viele Frauen eben schon einen richtigen Brustkrebs, hätten wahrscheinlich früher entdecken können, deswegen in Österreich 45 oder sogar 40 Jahre die Grenze. Und nach 70 gibt es natürlich auch noch Brustkrebs und das ist auch tatsächlich basiert auf alten Statistiken, wo man gesagt hat, es lohnt sich nicht mehr. Natürlich lohnt sich das für jede Frau. Wenn man bedenkt, dass heute 80 das neue 70 ist, lohnt sich das natürlich für jede Frau, dort eine Früherkennung zu machen. Die Früherkennung läuft aber weiterhin mittels Mammographie ab. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, zumindest jetzt in Österreich, es ist in anderen Ländern teils anders organisiert, aber die Regel ist Mammographie plus ergänzend Ultraschall bei dichter Brust. Ja. Wetten wir jetzt eine erhöhte oder eine genauere diagnostische Genauigkeit mit weniger Fehlbefunden, weniger unklaren Befunden, wenn wir das wechseln würden, komplett auf MRT? Das ist ein guter Punkt, der betraut sich irgendjemand diskutiert logistisch. Ja. Und das ist, glaube ich, das einzige echte Argument, was gebracht wird. Spannenderweise ist das Argument immer von Medizinern wie uns gebracht, die eigentlich sich ja gar nicht damit auskennen. Weil, was man ja gesehen hat, zum Beispiel in der Covid-Pandemie, also das ist ja eigentlich mehr so der Wille, etwas zu tun, als etwas anderes. Und ja, tatsächlich. Also ich sage immer ganz gerne, als Spezialist, hätte jetzt meine Schwester oder Mutter oder Tochter eine dichte Brust, das würde ich empfehlen, natürlich nur ein MRT. Man denkt tatsächlich auch so bei Kosteneffizienzanalysen, die sagen, das muss man vielleicht dann auch gar nicht alle 2 Jahre machen, sind wir im Augenblick in Österreich, die Mammographie, den Ultraschall machen, sondern nur alle 4 Jahre. Was auf der Standard ist, glaube ich, so generell in der westlichen Welt alle 2 Jahre. Ja, das ist absolut, absolut. Die Engländer wollen ein bisschen sparen, die machen alle 3 Jahre, die Amerikaner sagen ein bisschen mehr, also einmal im Jahr, aber alle 2 Jahre ist ungefähr der Standard. Und da wäre zum Beispiel der Vorteil der MRT, weil die ja das Gras wachsen sieht. Und man muss immer bedenken, ein Brustkrebs, bis er 1 Zentimeter groß ist, schwankt natürlich die Wachstumsrate, aber zwischen 5 und 6 Jahre braucht der, bis er 1 Zentimeter ist. 1 Zentimeter Brustkrebs, muss man auch sagen, wird heute schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geheilt. Das heißt also, alle 4 Jahre quasi ein MRT zu machen, wird wahrscheinlich absolut safe sein und eben viel sicherer und einfacher, als jetzt eine Mammographie in Ultraschall zu machen. Das heißt, wir haben hier eigentlich ein Mittel, dass das alles besser könnte. Alles, was Vorteile hat, hat halt Nachteile auch. Ich meine, natürlich Kostenfaktor ist immer eine Rolle, wenn es um staatlich finanzierte Screening-Programme geht. Du hast jetzt gesagt, wenn es bei dir persönlich wäre, jemand im Umkreis, der sagt, ich habe dichtes Drüsengewebe, die beste Sicherheit wäre aus deiner Sicht ganz klar MRT. Ja. Was sind Nachteile von der MRT? Also man hört ja auch, Kontrastmittel haben entsprechend schädigende Auswirkungen oder muss man sich sorgen davor? Viele Kunden fragen uns das, ob sie Angst machen sollen. Wie siehst du das als Experte? Das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Ich wollte es euch ansprechen mit dem Kontrastmittel. Wir beobachten, dass da relativ viel Angst besteht. Das ist, glaube ich, ein bisschen an die Radiologen selber dran schuld, weil sie etwas unterstützt haben, was ich als Bruder eines Patentanwalts weiß. Tatsächlich gab es eine Erkrankung, eine sogenannte Erkrankung namens nephrogene systemische Fibrose, eine Erkrankung, die es weniger als 2000 Mal auf der gesamten Welt gab, die out of a sudden im Jahr 2006 aufgetaucht ist. Das war koinzident mit dem Auslaufen des Patentes des marktführenden Kontrastmittels. Und im Jahr 2006, als dann doch ganz klar gesagt wurde, die neuen Kontrastmittel machen nicht diese schreckliche Erkrankung, da gab es die Erkrankung quasi nicht mehr. Trotzdem ist das dann immer noch gewesen, dann sind weitere Patente ausgelaufen und auch wieder mehr oder weniger koinzident hat dann eine japanische Arbeitsgruppe gesagt, Gadolinium lagert sich im Kopf ab, da haben sich tatsächlich ganze Generationen von Forschenden dran habilitiert, muss man sagen. Und den Kopf zerbrochen, oder? Kopf zerbrochen quasi. Und haben dann tatsächlich, gibt es dann wieder die Entwicklung von saferen Kontrastmitteln. Eins muss man sagen, es ist sehr, also ich sag mal vorsichtig als Wissenschaftler, es ist sehr fraglich, also es gibt keine Erkrankung durch quasi Kontrastmittel. Es ist klar, jedes Medikament muss und kann eine Nebenwirkung haben. Also tatsächlich kommt es natürlich vor, dass man zum Beispiel ein Unwohlsein hat, Kreislaufentwicklung. Es gibt auch tatsächlich Allergien gegen Kontrastmittel, wobei tödliche Kontrastmittelallergien sind auch nicht berichtet worden, muss man klar sagen. Und die modernen Kontrastmittel, die werden als absolut sicher und haben sie keine Einschränkungen. Und wenn mich jemand fragt, sage ich immer, das Allerwichtigste, wenn man die Packungsbeilage liest, was da drin steht, da steht keine Kontraindikation. Also wenn wir als Radiologen zum Beispiel sagen, bei eingeschränkter Nierenfunktion müsste man vorsichtig sein, Schwangerschaft, nein, dann ganze Scharen von Firmenanwälten das und freigegeben. Ja. Das heißt, so gefährlich kann es offenbar gar nicht sein. Tatsächlich ist das Argument mit dem Gehirn etwas, was häufig vorkommt. Ja. Es gibt ja schon diverse Studien, die gezeigt haben, messbar ist da irgendwas. Und wir reden halt jetzt auch, vielleicht lass uns in den nächsten Minuten auch noch reden über zukünftige Szenarien von MR-Screening.
würden wir davon reden, dass wir alle 1 oder 2 oder 4 oder 6 Jahre eine Kontrastmittelgabe vornehmen, also repetitiv Gadolinium verabreichen. Hast du hier irgendwelche Bedenken bezüglich dieser Erwähnungen von Hirnablagerungen zum Beispiel? Sind wir sehr ernst genommen, weil wir tatsächlich ja hier in Wien noch ein Hochrisiko-Screening-Programm haben, wo Frauen wirklich quasi jedes Jahr eine Untersuchung machen. Und wir waren da sehr concerned, wie man so schön neudeutsch sagt, und haben tatsächlich eine eigene Studie dazu durchgeführt, wo wir Frauen mit bis zu 22 konsekutiven Dosen haben, also 22 Mal Kontrastmittel gespritzt, die sonst anderweitig gesund waren. Und die haben tatsächlich eigentlich nichts gehabt. Also wir haben nichts gefunden. Die haben das Gehirn extrem durchgescannt und geschaut und keinerlei Korrelation, keinerlei Signalalterationen gefunden. Man muss bedenken, das, was in diesen Gadolinium-Ablagerungen berichtet wurde, sind halt meist neurologische Patienten. Also Menschen, die eine entzündliche Erkrankung haben, Multiple Sklerose, einen Hirntumor haben, also Veränderungen, die dazu führen, dass die sogenannte Blut-Hirn-Schranke, die das Gehirn vor Ablagerungen schützt, dass die eingeschränkt verfügbar ist. Eine andere Arbeitsgruppe, mit der wir zusammengearbeitet haben, aus der Universität Köln, haben ein noch größeres Kollektiv gemacht, eigentlich genau die gleichen Ergebnisse gefunden. Und eine Arbeitsgruppe aus Erlangen, das waren keine Brustkrebspatienten, das waren andere Patienten, aber es ist ja genau das Gleiche, haben genau das Gleiche gefunden. Also Das Gleiche, weil viel Kontrastmittel bekommen. viel Kontrastmittel bekommen, keinerlei Ablagerungen gefunden. Und gerade diese 3 Ergebnisse, die wirklich einmal unabhängige Studien von Patienten, Patientinnen waren, die einfach überhaupt keine Grunderkrankung hatten, also Leute wie du und ich, also die halt jetzt nicht irgendwie mit einer schweren Tumorerkrankung oder einer entzündlichen oder Autoimmunerkrankung da sind, da wurde nie etwas gefunden. Und man muss auch ganz klar sagen, es gibt keine Gadolinium Deposit Disease. Denn es ist möglich, und das möchte ich auch gar nicht ausschließen, dass möglicherweise ein Partikel von irgendetwas irgendwo in meiner Haut ist. Ich habe auch schon einmal Kontrastmittel bekommen. Aber dass es zu einer Erkrankung führt, dafür gibt es wirklich keine Erfahrung. Wir müssen denken, dass wir Large-Scale Kontrastmittel seit 1986 anwenden. Ich glaube, da sind wir ungefähr so bei den Dingen wie mit Zuckerersatzstoffen. Da wird ja auch jahrelang, jahrzehntelang gesagt, gibt es jetzt Pankreaskarzinom oder irgendetwas, Diabetes. Und eigentlich muss man sagen, es war FDA-approved. Es gibt kaum ein Pharmakon, was so gut untersucht wurde wie quasi Zuckerersatzstoffe. Und natürlich hält sich hartnäckig, die sind vielleicht doch ungesund. Man kann sich fragen, ob sie diätetisch helfen, aber dass sie definitiv ungesund sind, dass sie irgendwelche schlimmen Erkrankungen wie von Autismus bis sonst was hervorrufen, dafür wird es immer wirklich keine Evidenz von jedem nach Jahrzehnten. Und ähnlich ist es mit MRT-Kontrastmitteln. Mittlerweile wissen wir quasi, es ist eigentlich der Zucker das Problem, oder? Würden wir sagen, in der MER ist quasi eigentlich der Brustkrebs das Problem und nicht das Kontrastmittel. Ganz wichtiger Punkt, glaube ich, in der Medizin, Kosten, Nutzen gegeneinander abwägen. Ich würde mir auch kein Kontrastmittel spritzen, jetzt einfach nur hier sitzen, wird wir uns unterhalten. Es muss ja einen Sinn haben. Und bei der MRT der Mama, diese extrem hohe Sensitivität, die wird halt im Augenblick durch Kontrastmittel sichergestellt. Da greifst du tatsächlich schon vor zur nächsten Frage. Wir haben ja Kunden, die sich proaktiv entscheiden, einen Teil ihrer Gesundheitsvorsorge mit uns, mit E.ON zu gehen. Und ein Teil dessen ist unser Angebot, sowohl MR-Mammografien anzubieten als Standalone-Untersuchung oder in Kombination deutlich reduzierten Preis mit unseren Ganzkörper-MR-Untersuchungen. Gibt es jetzt jemanden, dem du so eine Untersuchung auf keinen Fall empfehlen würdest, respektive wem würdest du sie empfehlen? Also eine Kontrastmitteluntersuchung. Wenn wir jetzt vom Brustkrebs reden, also das ist das Gebiet, tatsächlich haben wir damals noch aus Deutschland im Jahr 2010 eigentlich begonnen zu beforschen. Recht gute Ergebnisse gemacht. Es gibt MRT-Messtechniken, die sogenannte diffusionsgewichtete Bildgebung, die es einmal ermöglicht, Tumoren ähnlich wie mit Kontrastmittel zu visualisieren und gleichzeitig sogar noch quantitativ, also mit Zahlen einzuschätzen, ist das jetzt gutartig oder bösartig. Das Problem ist, wenn man jetzt in die Literatur schaut, da haben wir rezent eine Meta-Analyse zu veröffentlicht, da schwanken dann die Genauigkeiten. Also das Problem ist, dass die Sensitivität der Methode nicht so gleichbleibend gut ist, wie sie das generell mit Kontrastmittel ist. Das wäre quasi ein Argument dagegen. Andererseits muss man natürlich immer ein bisschen mit der Lupe schauen. In einer anderen Kollaboration quasi mit einer holländischen Arbeitsgruppe haben wir relativ klar zeigen können, es geht in erster Linie natürlich um die Bildqualität und diese Diffusionsmessung ist etwas weniger robust als andere Messungen. Also quasi, ja, bringt viel, aber ist leider eben auch nicht ganz so robust. Das Gute ist bei den Formen mit dichter Brust, also da, wo wir quasi die MRT brauchen, bei denen ist diese Diffusionsmessung sehr gut. Das wird in der aktuellen Literatur nicht abgebildet. Und der Trend geht auch darin, dass man bei radiologischen Untersuchungen, bei der Prostata, da haben sie das vorgemacht, also bei der männlichen Vorsteherdrüse, dass man quasi die Bildqualität auch beurteilt. Dass ich quasi sage, das Bild schaut gut aus, dann ist die Untersuchung auch genau.
das Bild schaut nicht so gut aus, die Untersuchung ist nicht so genau. Und das geht natürlich bei der Brust genauso. Und tatsächlich würde ich selber sagen, dass ich auch da doch recht viel Hands-on-Erfahrung habe, eine kontrastmittelfreie MRT in einer Frau mit dichter Brust, die von adäquater Bildqualität ist natürlich auch akkurat. Denn wir reden ja von Früherkennung. Möchte ich alles sehen? Die Studien zeigen immer im Vergleich, sehe ich jeden 3 mm Flecken. Den will ich ja gar nicht sehen. Ich will jetzt erstmal pro Patientin sehen, ist da ein sogenannter Recall. Ist irgendetwas da? Denn dann kommt ja die Abklärung. Da könnte man theoretisch, wenn eine Abklärung ist, immer noch ein Kontrastmittel spritzen. Das heißt, eine Frau mit dichter Brust, eine jüngere Frau, die jetzt zum Beispiel Angst hat vor Kontrastmittel, das wäre mir die Angst, und sonst würde ich kein Argument sehen. Es geht noch logistisch, das Ding, aber eine MRT ist aufwendig und teuer. Also den einen Nadelstich würde ich mir jetzt selber geben. Aber wenn eine starke Angst besteht, da kann man natürlich auch eine kontrastmittelfreie Untersuchung machen. Und ist auf jeden Fall erheblich besser als alle Konkurrenzverfahren, also als Mammographie, Ultraschall oder die Tomosynthese als Schichtröntgen. Also das heißt, ist so ein bisschen ein Abwägen, würde ich jetzt sagen. Das Hauptproblem, weswegen wir im Augenblick noch Kontrastmittel geben, ist halt die Reliabilität. Können wir, und da gibt es jetzt noch keine echten Daten, es waren jetzt Mutmaßungen und Erfahrungswerte von mir, können wir wirklich verlässlich sagen, okay, das Verfahren ist gut, oder bin ich jetzt quasi genauso schlecht wie der Mammographie, finde ich nur 3 von 10 Tumore. Das würde ich gerne vermeiden. Manche Einzelstudien berichten das. Ich glaube es nicht so ganz. Ich glaube tatsächlich, wenn wir vielleicht 9 bis 10 von 10 Tumoren mit Kontrastmittel entdecken, werden wir wahrscheinlich mindestens 7 bis 8, vielleicht sogar 7 bis 9 Tumore ohne Kontrastmittel entdecken. Das Problem ist nur, kann ich das genau voraussagen? Also es ist ein bisschen ein relatives Problem. Im Vergleich mit der Kontrastmittelgabe schlecht, im Vergleich zu allen anderen sehr gut. Ja, da sprichst du tatsächlich an, die Produkte, die wir anbieten. Unser Basisprodukt ist ja eine Ganzkörpervorsorge ohne Kontrastmittel, die momentan natürlich auch aufgrund der Sicherheit, die wir, ja, muss man sagen, auch aufgrund der Guidelines, die es gibt und der Expertenmeinung, die hier vorliegen, sind unsere Produkte hinsichtlich MR-Mammographie mit Kontrastmittel. Gibt es hier irgendjemanden, wo du sagst, du würdest das nicht empfehlen, oder gibt es hier Kontraindikationen, wo du sagst, nee, das macht keinen Sinn? Generell, also quasi kontrastmittelfreie Gesundheitsvorsorge. Sie für MR-Mammographie mit Kontrastmittel. Wenn jetzt eine Frau zu uns kommt und sagt, sie ist 40 zum Beispiel, Ja. ich möchte für meine Brustkrebsvorsorge den Ferrari unter den Untersuchungsmethoden machen, gibt es etwas, wo man sagt, das würde ich nicht machen, weil hier gibt es eine Kontraindikation oder hier müssen wir aufpassen, man hat mehr Schaden, als man Nutzen dadurch hätte? Generell fast nicht. Also wenn die Frau, dann würde sie jetzt auch für keine kontrastmittelfreie Untersuchung qualifizieren, wenn sie quasi Pheromonetimplantate hätte. Irgendwelche Dinge, die quasi eine MR und Das heißt, also die Italien im Körper hat, das magnetisch ist. Danke, genau. Ja, ich muss immer Ganz genau. sagen, wir alle, die Ja. Also zum Beispiel auch nach einem Unfall zum Beispiel oder so. Das wäre tatsächlich, also Sicherheit. Wir haben generelles Sicherheitsrisiko für die MRT. dass man nicht ins MR war. Genau. Okay. Und was man sagen muss, was man immer sagt, ist bei den Kontrastmitteln, sie gelten als absolut safe. Man kann sie auch tatsächlich immer geben. Man muss sich jetzt überlegen, ob eine Patientin zum Beispiel mit einer terminalen Niereninsuffizienz quasi dialysepflichtig ist, ob die jetzt wirklich das Kontrastmittel braucht. Ich würde es trotzdem gehen. Ich würde das Risiko als absolut vertretbar und alles sehen. Aber das würde ich verstehen, wenn man da zumindest doppelt überlegt und sagt, es gibt zumindest diese fragliche und im Augenblick nicht mehr berichtete Erkrankung im Zusammenhang mit terminaler Niereninsuffizienz, mit Kontrastmittelgabe. Das heißt, von jung bis alt, selbst wenn man irgendwie diesen Faktor Niere jetzt noch reinspielt und man sagt, einigermaßen gesunde Leute, von jung bis alt, gibt es für dich keine Kontraindikation, außer natürlich irgendwie 18. Lebensjahr und irgendwo ab dem Moment, wo man sagt, wo man vermutet, ich weiß nicht, wo setzt man denn überhaupt momentan an? Wir kennen beide Fälle von 24-Jährigen, die irgendwie Endstage Brustkrebs haben, ist jetzt eher der Ausreißer. Was kann man momentan ein Alter sagen, wo man sagt, das wird sich künftig einpendeln? Also ich glaube, was wirklich tatsächlich sinnvoll ist, 40. Ab 40 würde ich generell die Früherkennung machen. Man muss auch sagen, wir haben ja natürlich viele Frauen, die später Kinder bekommen. Also ich würde tatsächlich als Frau, wenn ich ab dem 35. Lebensjahr Kinder bekomme, vor der Schwangerschaft, weil möglicherweise hat da sich schon ein Tumor entwickelt, der dann quasi durch die Schwangerschaft, 70% der Tumore sind Hormonrezeptor ausprägend. Das heißt, die werden durch die Hormone gedüngt und wachsen dann schneller. Und Diese Schwangerschaft. das heißt also, der Tumor, der möglicherweise erst mit 45 entdeckt worden wäre, weil die meisten Tumore langsam wachsen, würde dann quasi getriggert. Also wenn ich quasi als Frau mit 37 ein Kind bekomme, würde ich auf jeden Fall vorher eine MRT mit Kontrast machen, einfach um zu schauen, ist da mal nichts. Denn
nichts, glaube ich, ist schlimmer und solche Fälle, glaube ich, haben wir sehr regelmäßig gesehen. Also eine Mutter mit kleinem Kind, vielleicht sogar noch stillend und plötzlich hat sie einen Knoten und das ist dann 5 Zentimeter Brustkrebs, der vorher definitiv noch nicht da war. Und das ist eben dieser Düngeeffekt durch die Hormone. Also das würde ich zum Beispiel schon vorher machen. Und da gibt es natürlich Frauen mit einer stark positiven Familienanamnese, die sollten sich einfach in einem dedizierten Zentrum genetisch testen lassen. Und da fängt die Früherkennung natürlich hier deutlich früher an, weil es dann noch wirklich jährliche MRT wird gemacht, beziehungsweise solche Frauen könnten dann sogar davon profitieren, dass man die Brust oder sogar die Eierstöcke entfernen. Das sind aber ein spezielles Kollektiv, das sind die Frauen, wo wirklich in der Familie gehäuft Brustkrebs auftaucht. Dichte, wir haben immer noch sehr viel über Dichte geredet, das ist der eine Faktor. Wie ist die Dichte verteilt? Das würde mich nochmal interessieren. Generell gibt es eben diese 4 Grade. Grad 1 ist quasi rein Fettbrust, also im Röntgenbild schaut es aus wie Fettgewebe, man sieht quasi kein Drüsengewebe. Das können Frauen schon ab 18 haben oder 14, 15. Spannenderweise gibt es natürlich doch Brustdrüsengewebe, also leider können die auch Brustkrebs bekommen und das vergrößert sich dann während der Stillzeit. Das ist recht beeindruckend. Generell sind die aber relativ sicher natürlich vor Brustkrebs, die Röntgenmammographie taugt. Die und der ACRD, also das gemischte so ein bisschen Brustdrüsengewebe, machen etwa 60% der Population aus, also in den westlichen Ländern. Es ist so, dass tatsächlich Asiatinnen eher zu einer dichteren Brust neigen. Und dann gibt es ungefähr 40% sind die Frauen mit dichter Brust. Du hast schon gemerkt, ich werfe die eigentlich immer zusammen. Ja. Ist tatsächlich nicht so. Es sind 30-35% sind dann ACRC, gemischt dichte Brust, die zum Teil sehr dicht, zum Teil ist eine sehr wechselhafte Kategorie. Und dann etwa 5% haben diese extrem dichte Brust, vielleicht auch 5-10%. Manche sagen 4%, aber ungefähr so ist das. Also 40% haben eine gesteigerte Brustdichte und das eben konstituiert, wir haben es eben jetzt noch am Rande eigentlich erwähnt, nicht eben nur eine schlechtere Genauigkeit von der klassischen Röntgenmammographie, sondern leider bei Brustkrebs eben da entsteht, wo eben, wo Brust-LDB da ist. Ja. Deswegen natürlich hat eine Frau mit dichtem Brustgewebe ein relativ erhöhtes Risiko. Das ist auch nicht so katastrophal, also nicht die arme Frau, oh mein Gott, ich habe dichte Brust, ich bekomme Brustkrebs. Es ist so, dass das ungefähr 4-fach höher ist im Vergleich relativ zum nicht dichten Gewebe. Das heißt also, das ist eher ein gradueller Unterschied. Und was ich immer sage, was positiv ist, da gibt es ja auch, du bist ja auch auf diesem Body Composition, das ist ja auch ein sehr spannendes Thema. Die Frau mit dem dichten Brustgewebe haben zwar ein höheres Risiko für Brustkrebs, aber ein niedrigeres Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Das ist extrem spannend. Und damit ist nämlich die Brustuntersuchung selbst schon wieder ein prognostischer Faktor. Also sehr spannendes. Ja, präventiv halt. Präventiv und opportunistische Bildgebung, da kommen wir wahrscheinlich auch noch Stunden drüber reden. Du hast kurz erwähnt, das Risiko, Fourfold und so weiter, über den Kamm geschert. Man hört ja verschiedene Zahlen. Wie hoch ist das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken momentan? Das ist ja im westlichen Bereich ungefähr ähnlich, sagen wir mal Europa. Und wie hoch ist es in den einzelnen Kategorien oder in den Kategorien AB versus CD? Wir müssen ja im relativen Verhältnis sehen. Also ungefähr das Risiko kumulativ lebenszeitmäßig pro Frau ist ungefähr jede 7. bis jede 10. Man sagt jetzt jede 7., der Satz hat sich ja ein bisschen verschoben zu Gunsten vom Brustkrebs. Und dann müssen wir das jetzt relativ auf die Kategorien einrechnen. Ich persönlich muss wirklich zugeben, auf allen Konferenzen oder Artikeln, die ich sehe, man wird die Zahl wahrscheinlich ableiten können, wird niemals spezifisch geredet, was das Lebenszeitrisiko einer Frau mit ACRD ist. Ich habe gesucht, ich habe auch nichts gefunden. Oder? Also das wird tatsächlich, man könnte es jetzt im relativ abschätzen, aber auch diese relativen Risiken, das sind Populationen, die miteinander verglichen wurden. Das sagt jetzt noch nichts über das Lebenszeitrisiko aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, ich habe eine dichte Brust, ich habe jetzt ein Lebenszeitrisiko von 1:4 oder 1:3, dann würde ich natürlich kommen. Es kommen dazu natürlich auch wieder genetische Faktoren, Lifestyle-Faktoren. Es ist auch so, dass 1/3 der Brustkrebs zum Beispiel durch Lifestyle-Faktoren vermieden werden kann. Also Was wären die wichtigsten Lifestyle-Faktoren? Die Klassiker natürlich. Alkohol, Bewegung, Übergewicht. Also ganz, ganz klassisch. Also dadurch lässt sich tatsächlich. Also Alkohol, Bewegung, Übergewicht, das sind die Faktoren, die wirklich entweder für Brustkrebs vermeiden könnten. Punkto Lifestyle möchte ich noch etwas ansprechen, was heutzutage auch eigentlich deutlich häufiger der Fall ist, als ich noch im Medizinstudium war, also eigentlich vor wenigen Jahren oder auch als du im Medizinstudium warst. Punkto Implantat ist jetzt nicht wirklich Lifestyle, aber ist eine Veränderung in der Brust. Hat das eine Auswirkung auf Brustkrebswahrscheinlichkeit oder Genauigkeit? Wie dürfen sich das Frauen vorstellen, die sich entschieden haben, an der Brust entweder eine Brust verkleinert zu haben oder eben
mit einem Silikonimplantat vergrößert zu haben? Hat das eine Auswirkung? Das sind zwei, ich muss sagen, verschiedene Themen. Also es gibt den Einsatz die Mammareduktionsplastik. Die Mammareduktionsplastik, Brustverkleinerung, ist eine Straffung, ist auch in milder Form aus Straffungsoperation. Die haben nur das Problem, dass in einem Teil der Fälle, wenn der Brustgewebe weggenommen wird, wenn die Blutzufuhr gekappt ist, das sogenannte Liponekrosen, Ölzysten gibt, dass das Fettgewebe der Brust zugrunde geht. Das sind dann einerseits knotige, unangenehme Befunde, die auch Jahre brauchen, um sich abzubauen und die uns dann in der mammografischen Diagnostik stark einschränken. Das ist das Problem. Die MRT, Machen aber keine Bösartigkeit. sie machen keine Bösartigkeit, sehr wichtig. Und Brustimplantate auch nicht. Es gab halt sogar texturierte Implantate, die mit extrem seltenen Nicht-Brustkrebs-Neoplasien, also Tumoren, im Zusammenhang gesehen wurden in unserem Spezialzentrum. Das sind wirklich absolute Einzelfälle über viele Jahre. Also Diese nein, Implantate sehen wir auch nicht mehr, oder? und die sehen wir auch nicht mehr. Also zu Deutsch nein. Also meine Implantate machen sie Heute noch mal so. Okay. Genau. Aber haben Implantate eine Auswirkung auf die Erkennungsrate von Brustkrebs? Ja, natürlich. Das Problem ist, bei der Mammographie ist es so, dass wir da natürlich zum Teil einen Überlappungseffekt haben, dass wir weniger sehen, dass wir besser schlechter einspannen können. Da kann tatsächlich Gewebe dem Nachweis entgehen, also man sieht es schlechter. Nicht immer, das kann man auch nicht verallgemeinern, aber es kann schon sehr gut sein. Damit ist zu rechnen. Die MRT glücklicherweise ist vollkommen unabhängig und kann nebenbei noch schauen, ob das Implantat kaputt ist, ob es einen Alterungsprozess zeigt, ob es eine sogenannte Kapselfibrose gibt. Alle unangenehmen Veränderungen, die im Zusammenhang mit Implantaten sein könnten, wegen Fällen, die kann man der MRT gut sehen und Brustkrebsdiagnostik ist nicht eingeschränkt. Ist nicht eingeschränkt und man weiß, ist das Implantat noch intakt oder nicht. Ja. Okay. Und bei der Mammographie, also beim Standardscreening, macht man in Österreich Standardscreening bei Implantaten? Ja, wird gemacht. Das Problem ist natürlich, da wird mal auftreten, dafür gibt es keine echte Evidenz, aber natürlich ist ein gewisser Druck auf dem Implantat. Und natürlich gibt es auch geplatzte Implantate durch den Druck, wenn man das falsch macht. Deswegen müssen wir auch immer aufklären, sind da besonders vorsichtig. Persönlich habe ich tatsächlich schon 3 Klagsfällen zu tun gehabt, wo die Frauen nach der Mammographie ein kaputtes Implantat hatten. Also das ist immer so ganz witzig, wenn man quasi so etwas schon mal persönlich erlebt hat, dann scheint es dort doch vorzukommen. Es gilt als sehr selten. Generell kann man ein Implantat, ist das extrem robust. Das Problem ist aber, dass Implantate eben einen Alterungsprozess zeigen können, der leider nicht linear ist. Also es können Implantate 30 Jahre halten, es können sie aber auch 5 Jahre halten. Und auch ganz wichtig, das gealterte oder sogar kaputte Implantat ist eigentlich gar kein Problem. Auch das kann 20 Jahre drin bleiben ohne Beschwerden. Aber wenn man dann eine physische Kraft macht, wie zum Beispiel Mammographie, dann kann das schon kaputte Implantat kaputt sein und das kann natürlich auch Silikon im Gewebe verteilen, ja. Also das macht dann Probleme. Und das macht dann Probleme, ja. Okay. Ja, also wir glauben ja bei E.ON sehr auf MR-basierte Vorsorge in Kombination mit Blutwerten, mit anderen Risikostratifikationsmethoden, aber von der Bildgebung her insbesondere an die MR. Ich glaube, ich brauche dich nicht zu überzeugen über die Vorteile und die tollen Möglichkeiten, die man hat heutzutage mit der MRI oder MRT. Mich würde interessieren noch deine persönliche Expertenmeinung hinsichtlich, wo die Reise hingeht in der MR-Diagnostik, konkret in der Brustkrebsvorsorge. Haben wir große Veränderungen zu erwarten? Du hast kurz schon mal was mit dem Kontrastmittel oder Nicht-Kontrastmittel erwähnt. Momentan, vielleicht, dass wir es nochmal kurz erklären, momentan läuft eine MR so ab, dass man je nachdem, Scanner 20 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten da drin liegt. Wie wird sich das alles verändern oder wie läuft momentan so eine MRT ab? Das ist ein guter Punkt, ja. Das kann man sich meist nicht vorstellen. Im Augenblick, das geht noch auf meinen Lehrmeister Werner Kaiser zurück, der die erste sogenannte Spule, was eine Spule ist, die Messantenne zusammengebaut. Und die war dabei die Brust, weil die MRT ja relativ langsam ist. Das kann man sich vorstellen, dass man nachts fotografiert und ein verbackeltes Foto hat. Und es müsste sogar noch länger, eben mehr als 1 Minute brauchen die meisten MR-Sequenzen. Das heißt also, man muss sicherstellen, dass der Brustkorb nicht bewegt. Also ja, Atemexplosion, die darf halt eigentlich nicht sein und dementsprechend liegt man jetzt mal mit auf dem Bauch, was für viele Frauen unangenehm ist. Die Spulen, also die einzelnen Spulen, natürlich vermengen die denn das halt, bei zum Beispiel am Brustbein drücken kann, einfach weil die Lage ungewöhnlich ist. Da gibt es natürlich verschiedene Spulen und Hersteller, es gibt natürlich relativ bequeme Spulen. Die Untersuchung hält man, damit das eben nicht unbequem ist, relativ kurz. Also wir zum Beispiel messen niemals länger als eine Viertelstunde. Eigentlich das Protokoll, das ich verwende in den meisten Standorten, ist zwischen 8 Minuten und 12 Minuten und zwar ein wirklich volles, alle Informationen beinhaltendes Protokoll. Trotzdem ist es eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde ist doppeln. Zweitens, man muss natürlich, wenn man da hineingeht, muss man sich entkleiden, muss quasi Brust hängt in das Gerät rein. Das kann durchaus zu unangenehmen Schamgefühlen, zu etwas führen. Nicht jeder zieht sich gerne die Familie doch eher technischen Umgebung aus.
Und eine der Entwicklungen, die tatsächlich in Wien, wo ich mit dran beteiligt in den Testen, das ist jetzt keine Entwicklung jetzt von mir, aber im Spullabor tatsächlich hier in diesem Gebäude, wurde tatsächlich eine tragbare Spule entwickelt. Das ist wie eine Weste. Die kann ich einfach meine Kleidung jetzt drüber ziehen und ich liege auf dem Rücken, was sehr viele Vorteile hat. Einerseits, ich muss mich nicht ausziehen, das ist sogar vielleicht das kleinste Problem. Die liegt näher an der Brust an, die Brust auch nicht so wie im Hängezustand in die Länge gezogen. Das heißt, das Signal ist auch besser abzunehmen. Ich habe weniger Bildmaterial durchzuschauen, auch das geht dann natürlich schneller. Und der Riesenvorteil, falls denn jetzt doch einmal ein Alarm ist, dann sieht das genauso aus wie im Unterschall oder auf einem Mopedtisch. Und damit kann ich tatsächlich den gesamten Ablauf deutlich beschleunigen. Also ich glaube, da ist Oder gleich aus, überall gleich ausschaut. durch Reinflächen, Genuste vielleicht oder was. Und das ist natürlich toll, weil das halte ich das ist die erste wirklich für mich bahnbrechende Entwicklung auf dem Gebiet der MRT der Brust seit den letzten 20, 25 Jahren. Ja, die Diffusionsbildung, die gab es schon. Die hat man dann angewandt, hier eine Translation von Ergebnissen. Das ist eine wirklich echte Neuentwicklung. Und da gibt es auch verschiedene Techniken, wo man sagt, okay, wir müssen natürlich gibt es immer noch das Problem der Bewegungsartefakte. Das ist mittlerweile durch KI-Technik und Beschleunigungstechnik ist das schon weitgehend ausgeräumt. Also wir können jetzt schon mit diesem Device messen. Ich glaube, das wird kommen und natürlich, weil es eben auch homogener die Brust hat, ist das, versprechen wir uns auch davon, dass das natürlich die kontrastmittelfreie Bildgebung noch einmal revolutionieren wird. Und wir reden jetzt wirklich von etwas, was, glaube ich, in wenigen Jahren ein wirklich fixes Produkt ist. Wo sehe ich, wenn es gesagt ist, die Zukunft? Eines der echten Probleme, die ich sehe, ist ja politisch, ist das so, dass sich die Hersteller natürlich Sachen verkaufen wollen. Und wir haben im Gegensatz zum Beispiel zur männlichen Prostata-Diagnostik, wo es eigentlich nur die MRT gibt, gibt es verschiedene Verfahren. Und die Verkäufer wollen natürlich ihre Geräte verkaufen. Und bei die MRT kann man für alles anwenden. Die Mammographie wird im Augenblick so ein bisschen ausrangiert. Da hat man schon vor ein paar Jahren die sogenannte Pseudo-3D-Mammographie, also die Tomosynthese eingeführt. Da hat man aber gemerkt, so viel bringt die nicht. Wir haben irgendwann gedacht, was kann man als nächsten Schritt machen? Da gibt es mittlerweile die Kontrastmittelmammographie. Also ein Verfahren, wo man sagt, ich spritze auch ein Kontrastmittel. Ich mache einfach nur eine Mammographie, also keine Röhre, kein gar nichts. Und habe dann eine ähnliche Information. Was dann sehr viel kolportiert wird, das ist eine ähnlich gute Information wie die MRT. Hat natürlich alle Limitationen der Mammographie, nämlich das nur in 2D darstellen. Überlagerung, Implantate werden dann privilegiert. Ich werde niemals alle Teile der Brust darstellen. Das Brustgewebe kann bis in die Achselhöhle laufen, das werde ich alles natürlich nicht sehen. Es hat eine höhere Strahlenbelastung als eine normale Röntgenmammographie. Das Röntgenkontrastbild ist schlechter verträglich als MRT-Kontrastbild, so eine höhere Dosis. Also sind Punkte, die durchaus limitierend sind, vor allem wenn man jetzt von Früherkennung redet. Dieses Verfahren kann möglicherweise, ist das durchaus sinnhaft, denn auch da ist ja immer der Vergleich mit dem Standard of Care. Also wenn ich besser als eine Mammographie ist es mal definitiv, aber gerade wenn ich jetzt als Früherkennung rede, wäre das, wenn wir vorhin von Fahrzeugen gesprochen haben, eher mit dem Fahrradfahren. Das andere ist dann halt doch eher der Porsche, muss man ganz klar sagen. Ja, aber das ist das Problem, was ich sehe für die MRT-Diagnostik, ist nicht, dass die Technik jetzt eigentlich schon ausgereift ist, dass sie auch, ehrlich gesagt, ihren Wert bewiesen hat, auch die Kosteneffizienz bewiesen hat. Das ist eines der sinnhaftesten Verfahren, die man machen kann. Erheblich sinnvoller als zum Beispiel eine MRT bei unspezifischem Rückenschmerz, wo man weiß, das führt nicht zu Informationen, die dem Patienten, der Patientin helfen, sondern bei der MRT sind Informationen, die der Patientin konkret helfen. Das Hauptproblem ist, glaube ich, in erster Linie politisch, dass da natürlich Hersteller sagen, wir machen ein Konkurrenzprodukt, denn da wird natürlich dann trotz aller Regeln und Compliance-Regeln wird natürlich gesponsert, wird natürlich zumindest Studien unterstützt. Und ein Interessenskonflikt ist ja nicht nur, wenn ich dich jetzt zum Essen einlade, sondern auch wenn ich deine Forschung unterstütze. Ist ja logisch irgendwie. Und dann, weil natürlich das Neue immer propagiert wird, kann es dann sein, dass da sehe ich ja persönlich ein bisschen eine Gefahr, dass dieses Kontrastmittel-Mammographie-Verfahren dazu führt, dass die Leute sagen, naja, ihr habt ja eher ein Verfahren und dementsprechend können wir die MRT für andere Zwecke nutzen, zum Beispiel eben die Prostata, was ein bisschen schade wäre. Sehr spannend. Das heißt, zusammengefasst für dich in Zukunft, und wir sind eigentlich jetzt schon technologisch gerade so am Übergang kontrastmittelfrei in Rückenlage. Ich sag mal so 10 Minuten rein in die Röhre, wieder raus wäre das Optimum, oder? Also dann sind wir auch zeitlich eigentlich in einem Bereich, wo wir mithalten können mit anderen Methoden. Ja, absolut. Ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Aspekte von Brustkrebs, von MR-Mammographie angesprochen. Vielleicht noch eine persönliche Nachricht oder Empfehlung an Leute, die Brustkrebsforschung betreiben wollen. Was ist deine Expertenmeinung? Und was willst du sonst auch noch unseren Kunden mitgeben? Gibt es irgendwas, was du noch sagen wolltest, was du das jetzt nicht gesagt hast?
Ja, guter Punkt. Das geht aber natürlich wirklich in schon dieses präventive Measure. Da sind ja schon eine Zeit, wo man wirklich sehr viel darauf achtet, wo sehr viele von Nahrungsergänzungsstoffen bis sonst etwas genommen wird. Also ich glaube, das einfach, und da muss man auch so ehrlich mit sich selbst sein, was ist machbar? Ich glaube, jeder Mensch hat schon mal gedacht, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte weniger wiegen, ich möchte irgendwas machen. Das ist vollkommen natürlich und vollkommen menschlich, aber in einem gewissen Alter, bei einem gewissen Berufs- und Stresslevel, so habe ich das Stresslevel, muss man irgendetwas tun. Und ich glaube, ganz klar muss man ehrlich sein, man muss nicht sklavisch sein, aber eben Alkohol, Bewegung, Übergewicht. Und das kann man im Griff haben. Und unter diesen Faktoren ist tatsächlich, ist studienmäßig, ist eigentlich die Bewegung fast schon das Wichtigste, was eigentlich auch das Leichteste ist. Weil es ist schwieriger abzunehmen oder zum Beispiel komplett auf Alkohol zu verzichten, als halt die Bewegung zu steigern. Also ich glaube, diese präventiven Measures, die sollte man machen, denn die sind natürlich komplementär zur Vorsorge. Ich kann nach Tumoren schauen, am besten möchte ich vermeiden, dass überhaupt ein Tumor stattfindet. Ich glaube, beides zusammen, das ist das. Das ist die goldene Kombi. Genau. Eine abschließende Frage hätte ich noch, weil du einmal ganz kurz was gesagt hast bezüglich langsam wachsenden Tumoren bei der Brust. Und wir hören das ja im Expertenbereich in den entsprechenden Szenen immer wieder, die Diskussionen, wie wichtig ist es denn, Krebs zu behandeln und welchen Krebs lässt man drin? Also die Frage von klinischer Signifikanz oder Nicht-Signifikanz. Gibt es momentan Daten, auf die wir zurückgreifen können, oder gibt es etwas, was du irgendwie sagen möchtest in puncto Behandlungspflichtigkeit von Brustkrebs? Also ist jeder Brustkrebs einer, den man auch entfernen sollte, oder gibt es welche, die man drin lassen sollte? Es ist ja davon auszugehen, dass wenn wir zunehmend Dinge früher detektieren, dass wir auch Dinge rausschneiden oder anders wie behandeln zu einem Zeitpunkt, wo sie vielleicht noch nicht gefährlich sind, oder vielleicht in Zukunft gar nicht behandeln oder erst später behandeln. Was ist da dein Take? Das ist ein extrem guter Punkt. Du hast schon gerade gemerkt, davon gesprochen bist, also du blickst schon über den Tellerrand, zum Beispiel klinisch signifikante Tumore. Dieser Begriff ist zum Beispiel bei der urologischen Diagnostik, also Prostata oder auch Nierentumoren, da redet man schon seit vielen Jahren davon quasi, weil wir wissen, nicht jede Tumorerkrankung ist behandlungspflichtig. Soweit sind wir in dem Bewusstsein der Brust-Community, nicht der sinologischen Community. Also wirklich sowohl von chirurgischer, gynäkologischer, radiologischer, onkologischer, radiotherapeutischer Seite. Was man sagen kann ist, wir entdecken sehr viele, gerade mit Röntgenmammographie, Tumorvorstufen, das sogenannte duktale Karzinom in situ. Und das hat nach Daten und auch, glaube ich, nach eigener Erfahrung, hat das jeder schon gesehen, eine Entartungswahrscheinlichkeit von 18 bis maximal 50% innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre. Das heißt also, wenn ich eine subtile Veränderung habe, sollte ich die dann wirklich jetzt schon punktieren. Vor allem es gibt verschiedene Verkalkungen in der Mammographie, zeigen das an. Wir zum Beispiel wenden in diesem Falle gerne die MRT an, schließen aus, dass dort ein Kontrastmittel anfärbt, können damit sagen, dieser Prozess ist biologisch nicht aktiv und schicken ihn nach Hause, biopsieren Sie mich. Denn jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn ich das Ding biopsiere und dann zum Beispiel so ein Karzinom in situ finde, was eigentlich ein klinisch nicht signifikanter Tumor ist, habe ich zwei Sachen gemacht. Eine, dafür gibt es keine Evidenz, das ist aber eine häufige Furcht von Patientinnen, habe ich den jetzt aufgeschreckt. Habe ich quasi das biologisch angeregt durch die ganzen reparativen Vorgänge, die mich drumherum geschnitten habe. Also da muss ich es ja dann... Tumor wächst jetzt, weil ich reingeschnitten Der wächst, weil reicher. Und das wissen wir eigentlich nicht, weil niemand hat bis jetzt Dezis biopsiert und dann mal wirklich langfristig sich angeschaut. Und das ist nämlich der Grund des zweiten Problems, dass natürlich jeder Mensch, der mal einen Tumor oder auch einen Tumorverdacht hat, jeder Mensch möchte es am liebsten gleich rausgeschnitten haben. Ist logisch. Und tatsächlich bei den Männern, die Prostata, die kann man halt nicht so leicht rausschneiden. Deswegen gibt es da viel mehr Alternativverfahren. Bei der Brust würde ich denken, dass fast jede Frau, wenn sie einmal irgendeinen Brustkrebs oder eine Tumorvorstufe hat, dass sie natürlich sofort ausgeschnitten haben wollte. Das würde ich für mich natürlich wollen. Das heißt, wo wir hingehen müssen, ist, dass wir von Anfang an sagen, dass wir auch uns in der Nomenklatur ändern, in den Biorats auch, dass der Kalk, zum Beispiel im Zusammenschau mit der negativen MRT, halt als niedrig verdächtig einzuschätzen ist und eben nicht der Verdacht auf einen Krebs erst einmal. Und nur wenn er einen Progress zeigt, so wenn er im Folgejahr, in der Folgeuntersuchung wirklich eindeutig zunimmt und sagt, aha, das ist einer der wenigen Fälle, der wirklich einen Progress zeigt. Und wer auch noch keine Behandlung wahrscheinlich braucht oder nur eine eingesteckte operative Behandlung, sind natürlich Frauen, die lang nach dem Wechsel sind, Frauen, die wirklich alt sind, die so ein sogenanntes Alterskarzinom haben. Man muss sicherlich nicht der 90-Jährigen eine große Operation mit Vollnarkose zumuten, die dann mit all den Folgen der Narkose zu kämpfen hat. Da kann man zum Beispiel niedrig dosierte Antihormone geben, ist alles schon etabliert, gibt es viele Studien, wird viel gemacht. Das kann man tatsächlich medikamentös mit niedriger antihormoneller Behandlung, kann man tatsächlich auch sehr viele Brustkrebse weit nach dem Wechsel behandelt. Ja. Das heißt, zusammenfassend,
Ja, eigentlich in Zukunft, also einer unserer Slogan ist ja auch irgendwie Health starts with clarity. Zusammenfassend wäre auch hier in der Brustkrebsdiagnostik denkbar und auch im Management denkbar ein Prozess, der besteht aus Prävention im Sinne von, ich verhindere Risikofaktoren für Brustkrebs. Ich verwende den Ferrari in der Brustkrebsdiagnostik zur Erkennung, zur Früherkennung und ich kommuniziere auf eine Art und Weise, dass ich weiß, es gibt Dinge im Körper, da muss ich einfach darauf vertrauen, dass die jetzt die nächsten 5 Jahre nichts werden, weil wir haben die Daten dafür, so wie wir sie zum Beispiel in der Prostata haben, in der Niere haben, absolut wenig anderen. Absolut. Absolut. Das ist ja tatsächlich auch so eine Herangehensweise, gibt es ja selbst zum Beispiel bei Zahnärzten. Bei Zahnärzten hat man früher immer sofort von Karies gesprochen, mit ein paar Zahnärzte. Und mittlerweile hat man, da ist eine Entkalkung. Das ist eigentlich eine frühe Karies. Aber man weiß, dass natürlich auch Karies am Zahn nicht sofort progredient ist. Auch früher hätte man quasi 1000 Löcher gebohrt. Und das ist, glaube ich, jedem Aufwand, der heutzutage zu einem Zahnarzt geht, im Vergleich zu vor 15 Jahren, das wird weniger gebohrt. Das ist wirklich tatsächlich, das ist nicht nur, liegt nicht am Alter, einer Eibenerfahrung oder einer besseren Zahnhygiene. Es liegt einfach daran, dass man weiß, nicht jede Erkrankung zeigt einen Fortschritt. Und ich glaube, dieses Bewusstsein auch nicht nur in der Gemeinschaft zu haben, sondern auch natürlich der Patientin mitzugeben, falls sie dann jetzt mit einem Tumor diagnostiziert ist, das finde ich tatsächlich sehr wichtig, dass man einschätzt, okay, das ist jetzt wirklich eine Veränderung und eine Risikoveränderung, wie gesagt, Nomenklatur. Da muss ich jetzt erstmal nichts machen, da kann ich in absoluter Ruhe zuwarten. Da sage ich zum Beispiel meinen Patientinnen, wenn die in diesen Kalk haben, wo ich sage, das ist ein niedrig suspekter Kalk, super, die MRT ist negativ, dann sage ich kann Ihnen absolut nicht versprechen, dass das nicht irgendeine komische Form von Risikoveränderung ist, also bei Tumorvorstufe. Ich kann Ihnen die Hand versprechen, Sie kommen nicht in 2 Jahren wieder und haben da einen 1 cm Knoten wachsen. Und das ist tatsächlich recht überzeugend. Ich glaube, das kann man sagen, das ist absolut onkologisch seriös, das zu sagen. Und tatsächlich über Patienten, da hat man ja wirklich etwas Echtes mitgegeben. Wenn man hier sagt, es könnte ja so ein bisschen Tumor sein, dann muss natürlich gleich. Das ist dann wirklich die Idee, das ist keine Klarheit. Das ist eine Unsicherheit. Also muss man auch so ein bisschen natürlich die Daten noch kommunizieren. Und das ist, glaube ich, eine der Herausforderungen, die jetzt in der Zukunft zunehmend auf uns zukommt. Ja, ist tatsächlich auch einer unserer Grundprinzipien, wo wir natürlich sehr erpicht darauf sind, das so auch zu verwenden. Oder natürlich, wenn wir Ganzkörper-MR machen, sehen wir viele Dinge. Ist auch einer der größten Kritikpunkte von Ganzkörper-MR-Vorsorge. Und ganz wichtig, wie man diese Dinge dann kommuniziert. Und Pascal, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war wirklich sehr aufschlussreich, sehr interessant. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Kunden, unsere Interessenten und alle Frauen, die interessiert sind an Brustkrebsvorsorge, sehr viel mitnehmen konnten an Informationen, die man sonst nicht solche Einblicke hat. Das ist wirklich unfassbar, wie weit dein Studienwissen auch geht. Du hattest zu allen die Daten parat und auch ich habe wieder Dinge dazugelernt. Vielen, vielen Dank und ja, ich bin gespannt, wo wir dann in 5 bis 10 Jahren stehen hinsichtlich am Rücken liegen, unter 10 Minuten, kein Kraftmittel, gleiche Genauigkeit. Na, ich freue mich auch. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank.